Hallo, herzlich willkommen auf dem Weg des Scheiterns. Schön, dass du dich hierher geirrt hast. Mein Name ist Nina. Auf der stetigen Suche danach, wie etwas besser laufen könnte, stelle ich immer wieder fest, dass sich oft gerade dann Möglichkeiten für Erkenntnisse öffnen, wenn etwas nicht wie geplant verläuft. Das Scheitern erscheint dann plötzlich als eine Art Spur, die zu etwas führt, das von Menschlichkeiten erzählen kann. Solchen Spuren möchte ich in den Episoden dieses Formats folgen. Vielleicht kann dir der ein oder andere Gedanke eine Reisebegleitung sein. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Hören und alles erdenklich Gute für deinen ganz eigenen Weg. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wollte heute eigentlich nichts mehr machen, aber irgendetwas hat mich noch getrieben und jetzt sitze ich in einem kleinen Waldstückchen und habe mir ein Feierabendbier aufgemacht und gewartet, was da kommt. Und das ist eigentlich es ist ein Thema, was du vielleicht schon dem Titel dieses Kanals entnehmen kannst, oder man könnte auch sagen dem Motto oder dem Patron, unter dem ich versuche, die verschiedenen Themen zu erörtern. Das ist ja das Scheitern. Einer der Gründe, warum ich mich so sehr für diesen Weg interessiere, ist, dass auf dem, was viele Menschen Heilungsweg nennen oder Selbsterkennen oder auch spirituelle Suche, darüber spreche ich ja etwas mehr in der Videospielfolge, auf diesem Weg gibt es eine bestimmte Art von Falle, die ich für zentral halte, also für ein zentrales Problem, das dem, was ich unter Heilung verstehe und was ich darunter kennengelernt habe, immer wieder auch im Wege stehen kann, obwohl es zugleich auch eine Triebkraft sein kann. Und das ist der Optimierungswahn, der einsetzen kann, wenn man auf solchen Wegen wandert und sich entwickeln möchte. Und etwas, das mir in meinen eigenen Erfahrungen auffällt, ist, dass es manchmal tatsächlich gar nicht so schlecht sein kann, ein bisschen Strenge, mit Strenge zu experimentieren oder sagen wir mal Disziplin, weil es in manchen Fällen bedeuten kann, dass man sich von etwas löst, was einem nicht gut tut und was vielleicht auch anderen Menschen nicht gut tut. Das heißt, es kann ein Mittel sein, um etwas zu durchbrechen. Wenn das aber anhält, also wenn ich irgendeinen Kreis vielleicht durchbrochen habe oder meine, das durchbrochen zu haben und dann beginne daraus eine Art Sport zu machen und vielleicht auch in eine Art Hybris verfalle, in der ich glaube, übermenschlich werden zu müssen, dann kann der Wille, sich zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, tatsächlich zu etwas werden, was möglicherweise eine Entwicklung fördert, aber ich denke, dass es in einigen Fällen Heilung verhindert.
Das heißt, es kann sich etwas verselbstständigen, das dann so absolute Ansprüche stellt an sich selbst und auch daraus resultierend gar nicht so selten auch an andere. Und ich glaube, das macht blind. Das macht in der Tat blind für die Möglichkeit, dass man etwas in sich übersieht, das anfängt gewaltvoll zu werden und despotisch zu werden. Und das ist definitiv nicht Heilung. Heilung hat andere Rhythmen. Heilung hat auch eine Eigenlogik, bei der es, so wie ich es kennenlerne und verstehe, sehr darum geht, immer wieder herauszufinden, was ist es gerade, was braucht es jetzt, was braucht genau diese Beschaffenheit von diesem speziellen Problem oder dieser Eigenschaft. Und je mehr ich das erlebe und je mehr ich erlebe, wie unterschiedlich die Bedürfnisse des Problems sind, um das es dann immer irgendwie geht, desto weniger dogmatisch kann ich sein, wenn ich es damit ernst meine, mich wirklich um das zu kümmern, was da ist, also was in mir abgelegt ist als Dinge, die gewaltvoll gegen mich als Stellvertreterin des Lebens agieren und die mich hemmen, Dinge zu tun, die mich lebendig fühlen lassen, die mich glücklich machen, die vielleicht auch andere glücklich machen können. Das heißt, eine der Herausforderungen besteht tatsächlich darin, nicht bloß nach den Lösungen zu streben, sondern die Bereitschaft zu entwickeln, die Wunde zu fragen, in gewisser Hinsicht. Auch wenn ihre Sprache manchmal ein bisschen schwer zu dechiffrieren ist. Aber die Wunde sagt eigentlich sehr genau, was sie braucht. Und manchmal braucht sie, dass ich beispielsweise vom Anspruch ablasse, dass sie schnell heilen solle. Und das andere, was passieren kann, wenn der Anspruch sich totalisiert, ist, dass man enttäuscht von sich selbst ist, wenn man zum Beispiel rückfällig wird oder wieder in irgendein Muster verfällt oder etwas wiederkehrt, was man doch eigentlich aus seinem Leben verabschieden wollte, etwas, was man loslassen wollte. Vielleicht etwas, wofür man sogar Seminare besucht hat oder ein Coaching macht oder auch eine Therapie. Und dann taucht plötzlich das Muster wieder auf oder das Problem. Man landet plötzlich wieder in der Situation, die man doch eigentlich verlassen hatte. Und was mir immer wieder passiert und was, glaube ich, auch anderen Menschen manchmal passiert, ist, dass ich dann denke, es ist nicht gelungen. Ich bin gar nicht weitergekommen. Ich bin stehen geblieben. Ich habe nur gedacht, dass ich was getan hätte. Und ich glaube, das stimmt nicht. Denn es kann natürlich sein, dass es nicht gelungen ist, das Problem endgültig aufzulösen. Aber was sehr wahrscheinlich ist, ist, dass einfach die nächste Schicht von Verwundung erreicht ist. Also durch eine Schicht ist man dann tatsächlich durchgekommen. Und deshalb ist manchmal die Wiederkehr des Problems, vielleicht in leicht verschobener Form, ein sehr gutes Zeichen. Denn das heißt, man ist durch etwas durchgekommen, unter einer Schicht Verwundung, vielleicht Vereisung, dann Schmerz oder Angst, Enttäuschung, Wut. Gibt es dann eben häufig diese Freude und Euphorie, die direkt darunter liegt. Und
das ist der Moment, in dem es mir manchmal passiert, dass ich denke, ich bin durch. Ich habe es geschafft. Ich habe mich wirklich, wirklich grundlegend verändert. Und wenn ich diese Schicht der Euphorie und Freude durchgekostet habe, geschieht es eben immer wieder, dass ich auch wieder auf einer neuen Ebene im Problem lande. Und das wäre tatsächlich aus einer Perspektive, die etwas rauszoomt und die Beschaffenheit dieser Landschaft scannt, ein Grund zum Jubeln. Aber in dem Augenblick, wo die Enttäuschung darüber einsetzt, dass man das Problem doch nicht für immer losgeworden ist, ist das sicherlich erstmal schwierig zu akzeptieren. Warum ich das sage, ist, dass ich glaube, es gibt an diesem Moment das Risiko, dass man die ganze Sache aufgibt. Also dass man sagt, ja, also es scheint ja einfach gar nicht zu funktionieren. Das heißt, ich kann es eigentlich direkt lassen. Weil man eben nicht dem Anspruch gerecht geworden ist, jetzt ein vollkommen anderer Mensch geworden zu sein. Das sind nämlich immer wieder auch die Versprechen, denen man begegnet. Änder dich in 30 Tagen. Also sich ändern kann man natürlich in 30 Tagen, aber sich fundamental ändern, also wer weiß. Ich weiß nicht, was für abgefahrene Methoden Menschen so ansetzen, aber meine persönliche Erfahrung zeigt, dass wir wirklich in Schichten verwundet sind und in Schichten auch heilen. Und das braucht seine Zeit. Und das braucht seine Frustration. Interessanterweise ist es auch der Umgang mit Frustrationen, der dabei gelernt werden kann. Das heißt, auch das ist Heilung. Und was auch wieder eine schwierige Sache ist und die auch immer wieder auftaucht, ist dieses Versprechen, es gibt eine Belohnung. Es gibt eine Belohnung, wenn du da durch bist. Einerseits ist es ein Wahnsinnsköder, eine Wahnsinnsantriebskraft, etwas zu tun, weil man dann erwarten kann, dass man vom Universum dafür ein Geschenk bekommt. Das heißt, irgendetwas verliehen bekommt. Und wer weiß, natürlich kann das sein. Ich will das überhaupt nicht ich will diese Möglichkeit nicht kleinreden, nur kenne ich mich mit dieser Möglichkeit nicht besonders gut aus. Also ich kenne diese Momente, in denen vielleicht nach einer schwierigen Zeit viele absurd schöne Dinge passieren und Sachen sehr einfach gelingen, wenn man plötzlich neue Fähigkeiten entdeckt. Aber wenn das der Sport wird, also wenn das Spiel wird, ich mache etwas, damit ich die Belohnung bekomme, ich glaube, dann habe ich das etwas größere Spiel nicht verstanden. Und das ist, Heilung ist ein Selbstzweck. Das Geschenk ist schon darin enthalten, dass ich mich von einem Zwang befreit habe. Nichts anderes ist ja Heilung. Ich kann mich wieder freier bewegen, ich kann wieder mehr die Wahl sehen, die ich habe. Ich kann aushalten, Wahlmöglichkeiten zu haben. Das heißt, ich habe ein anderes Verhältnis zu Freiheit. Das ist im Grunde der Outcome von Heilungsetappensiegen. Aber wenn ich das mache, um von einer irgendwie von mir vorgestellten Autorität oder Instanz ein Zeugnis zu erhalten oder eine Belohnung, ein Geschenk,
Also gut, wenn ich es erwarte, ist es wahrscheinlich auch kein Geschenk mehr im klassischen Sinne. Aber also wenn ich es tue für den Zweck, einen Wunsch erfüllt zu bekommen und ich in dieser Logik auf diesem Weg unterwegs bin, dann bleibt das Ganze ganz schön schwach. Das ist, was ich vermute, denn der interessante Punkt ist, wenn etwas wirklich mal heilt, also wenn wirklich eine Sache mal durch ist oder zumindest das Gröbste durch ist, die dazu geführt hat, dass ich es irgendwie schlechter mit mir selbst aushalte, dann ist es ein solches Geschenk, dass ich nach einem externen Geschenk oder nach einer gesonderten Gabe nicht mehr frage. Ich interessiere mich dann eigentlich gar nicht mehr dafür. Das ist gar nicht mehr thematisch, ob es jetzt dafür auch noch eine Belohnung gibt. Denn die Befreiung besteht darin, ein Stück mehr Konditionierung aufgelöst zu haben. Das heißt, ein Stück mehr von dieser Logik abgelassen zu haben, dass ich nur glücklich sein kann, wenn ganz Bestimmtes in meinem Leben stattfindet. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Teil, denn die Systematik von Belohnung und Bestrafung ist ja ein wichtiges Instrument für Konditionierung. Und wenn es gelingt, sich davon zu emanzipieren, ich glaube, dann können wir von Heilung wirklich sprechen. Denn das ist eine der zentralen Wunden, behaupte ich, die Menschen in unserer Kultur haben und zugefügt bekommen, sehr früh. Es wird weiter tradiert, dass wir uns unsere Würde oder unseren Wert erkämpfen müssen. Durch ein bestimmtes Verhalten, dass wir uns den Respekt anderer Menschen verdienen müssten. Und dass wir im anderen Falle bestraft werden, entweder von den Menschen um uns herum oder durch irgendwelche Instanzen, die wir in anderen Sphären verorten oder eben durch uns selbst. Das ist das Einfachste natürlich, wenn man die Selbstbestrafungs- oder auch Selbstbelohnungsapparatur in die Menschen selbst verlegt. Und deshalb glaube ich, ist es nur für ganz bestimmte kleine Momente hilfreich, mit der Idee von Belohnung zu arbeiten. Wenn es mich anders nicht in Bewegung bringt, dann kann es etwas sein, das es gelingt. Aber es müsste eigentlich darauf hinauslaufen, dass ich den Ort, von dem ich losgegangen bin, auch wirklich verlasse. Und es nicht bloß ein Köder ist, den ich schlucke, um von der Angel wieder zurück in die Matrix, also die Matrix der Konditionierung von Belohnung und Bestrafung zurückgezogen werde. Das heißt, entweder der Wunsch nach Belohnung, der, glaube ich, mit dem Optimierungswahn irgendwie zusammenhängt. Ich glaube, es gibt da eine Verbindung, die ich persönlich oft gar nicht sehe, aber das ist, man will doch irgendjemandem gefallen, man will es doch irgendwem beweisen und vor irgendeiner Instanz, ob sie jetzt in mir oder anderen vorgestellt ist, ist ja völlig gleich, aber ich will vor irgendjemandem gut dastehen, wenn ich mich verändere, um besser zu werden oder spiritueller oder geheilter oder was auch immer, weiser. Aber so läuft das nicht.
andersherum, wenn es tatsächlich so wäre, also wenn es jemand schafft, diesen Körper in die Heilung zu machen und diese ganzen anderen problematischen Teile des Weges auszulassen vermag. Dieser Mensch hat vielleicht etwas geschafft, aber was er nicht geschafft hat, oder was er nicht mitnehmen konnte, ist das Wissen darum, wie man mit den Frustrationen umgehen kann. Also welche Möglichkeiten gibt es denn, vielleicht eine Stagnation zum Beispiel auf diesem Weg auszuhalten und etwas herauszufinden, was jetzt genau bei dieser Stagnation hilft oder was vielleicht auch bei Stagnation überhaupt hilft. Das sind die Dinge, die Menschen einsammeln, die den steinigen Weg gehen. Und das sind die Dinge, die Menschen einsammeln, von denen jeder andere profitieren kann, der diesen Weg dann irgendwann auch beschreitet. Das heißt, Helden sind im Grunde die Menschen, die die ganze Zeit stolpern und die Dinge nicht richtig machen, in Anführungsstrichen. Sondern die uns sagen können, wo die Bärenfallen sind, die uns sagen können, was es bedeutet, vom Weg abzukommen, die uns sagen können, wo die Löcher im Boden sind und was man macht, um wieder rauszukommen. Und die uns auch beweisen, dass das geht. Das sind die Menschen, die vielleicht genug dieser Schichten durchdrungen haben, um an wirklich andere Qualitäten von Boden gelangt zu sein, wo möglicherweise wirklich Dinge liegen, bei denen wir mit den Ohren schlackern, wenn wir sie hören. Man könnte sagen, es gibt Bodenschätze. Und wenn wir das als Belohnung vom Universum oder Geschenke des Kosmos bezeichnen wollen, das kann man ja gerne machen, aber eigentlich sind es Ausgrabungen, glaube ich. Und das ist etwas, das möchte ein Teil von uns, der noch immer ein großes Interesse daran hat, vor sich selbst und anderen zu glänzen, nicht wahrhaben, denke ich. Es ist so sehe ich es als Bild. Ich sehe den Menschen in dieser Kultur, in diesem Zustand, in dem er mir jetzt erscheint. Und ich bin auch ein Teil dieser Spezies. Und dieses Ergebnis von Geschichte. Ich sehe wirklich etwas wie viele Linien, nicht wie Jahresringe, das ist ein bisschen zu gleichmäßig, also beim Baum, sondern ein bisschen mehr ein bisschen ungeordneter, ein bisschen chaotischer vielleicht, aber eben ganz klar. Also ich glaube, unsere Verfassung ist eigentlich ganz gut abgebildet auf einem gewissen Plattencover von Joy Division. Vielleicht kennst du es. Das ist eigentlich ein gutes Bild für die Konstitution und Beschaffenheit und den seelischen Zustand des Menschen heute. Also ja, so sehe ich es. Und jede dieser Schichten braucht eben eine spezifische Weise, um sie zu lockern. Aber dafür muss sie eben erkundet werden. Das heißt, wenn ich da aufgebe, wo ich wieder auf eine Schicht stoße, die ich nicht sehen will, dann werde ich an dieser Stelle eben nicht tiefer kommen. Und das ist völlig okay. Aber dieser Bereich wird mir dann verschlossen bleiben. Und es ist gut möglich, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass darunter etwas pulsiert, das
mich unter der Oberfläche dessen, was ich jetzt sehen kann, bestimmt und limitiert. Das heißt, für diese aus meiner Erfahrung sehr anstrengende Arbeit, das immer wieder herauszufinden und dann auch zu tun, gegen die Widerstände. Also ich glaube, es hilft nichts. Es ist das Einzige, was wirklich dauerhaft, und ich will das Wort Motivation nicht sagen, weil es für mich einfach so sehr nach dieser Sprache klingt, die wirklich glaubt, man müsste Menschen dazu motivieren, etwas zu tun, was gut ist. Das glaube ich eigentlich nicht. Aber Movens ist schöner, oder Antrieb. Ein Antrieb, das zu tun. Ich glaube, einer der stärksten Antriebe ist, nicht optimal zu werden, also sich zu optimieren, irgendjemandem zu gefallen. Das ist sehr begrenzt. Oder erfolgreich zu sein, sondern ich glaube, das, was einen Menschen dauerhaft dazu bringt, auch Schichten zu durchdringen, die größere Herausforderungen bedeuten, die größere Ängste auslösen, ist die einfache Tatsache, es wissen zu wollen, es verdammt nochmal wissen zu wollen, ob die Dinge wirklich so sein müssen, wie sie mir jetzt erscheinen. Und die Ahnung, dass mein Blick verschleiert ist. Vielleicht auch die Erfahrung, wie sich das anfühlt und wie sich Kontinente verschieben. Also wie sich das ganze Gefüge verändert, wenn wirklich mal fundamental so eine Schicht aufgelöst ist. Die Erfahrung, dass es wirklich anders wird. Gekoppelt damit, ohne zu wissen, ob es funktioniert und ohne zu wissen, ob ich danach dann endlich glücklich bin, einen Forscherdrang zu haben. Weil es plötzlich auch deutlich wird, es geht gar nicht nur um mich. Also ich bin mein Forschungsobjekt und du bist deins, wenn du das möchtest. Aber es ist so viel zu lernen an diesem Exponat, das man selbst ist, was Menschen dazu bringt, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Also man versteht, glaube ich, auch eine ganze Menge Dinge nochmal anders. Ich will nicht sagen, man versteht sie besser oder man versteht sie endlich, aber man versteht sie nochmal anders, man sieht sie anders, bei denen man sonst irgendwie die ganze Zeit früher die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und sich gefragt hat, in welchem Film man hier gelandet ist. Und plötzlich wird deutlich, okay, es gibt eine Erklärung, die tatsächlich Sinn macht, die auch gehaltvoll ist oder die eine Spur sein könnte. Und es muss nicht dabei bleiben, denn wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch in dieser Kultur, in dieser Zeit, also das ist der, von dem ich spreche, innen aussieht wie dieses Plattencover von Joy Division, dann ist das genauso komplex in anderen Menschen, wie ich es in mir erlebe. Das heißt, es gibt keine einfachen Erklärungen.
Und doch gibt es vielleicht Dinge, die feststellbar sind, die sehr oft funktionieren, die sehr allgemein sind und die sehr grundlegende Problematiken darstellen und sich auch immer wiederholen oder sich selbst verstärken. Das kann man verfolgen. Das ist in diesem Boden vorzufinden. Und das öffnet einen ganz anderen Bereich, der mit Belohnung und Bestrafung nichts zu tun hat, dessen Wert aber unschätzbar ist. Und das ist das Erleben von einem Mitgefühl, das nicht darin besteht, dass man jetzt irgendwie dieses Mitgefühl erlebt, um es zu bekunden oder sich darin zu sonnen oder als eben eine besondere Person zu fühlen, sondern ein Mitgefühl, das darin besteht, dass ein Mensch sagen kann, ich weiß um diesen Schmerz, ich weiß um diese Schwäche, ich weiß um diese Wunde, weil mein eigener Schmerz noch nachhallt. Da ist ein Raum aufgegangen und deswegen wird, glaube ich, also für mich ist das ein schöner Gebrauch des Wortes Resonanz. Es ist ein weiterer Teil in mir aufgegangen, ein weiterer Bereich hat sich in diesem Korpus geöffnet, der in der Lage ist, diese Frequenz aufzunehmen und klingen zu lassen und mitzuschwingen, könnte man tatsächlich sagen. Aber eben einfach wie ein Instrument und nicht als etwas, das sich in der Geste erschöpft, sondern ein Mensch, der das Signal einer Wunde aussendet und im anderen kann es eine Runde drehen und einen Moment schwingen, weiß einfach, dass er nicht alleine ist. Und auch das ist heilsam. Deswegen ist ein Mensch, der es mit dem Heilungsweg ernst meint, auch heilsam für andere, einfach aufgrund der Tatsache, dass er ein Verständnis entwickelt und eben diesen Korpus erweitert, ein größeres Gefäß wird und nicht mehr sofort zurückschlagen muss. Nicht immer zumindest. Ich meine natürlich verbal. Aber das ist der Grund, warum es für mich eben nicht irgendwie so eine Nummer ist, bei der man dann besonders gut aussieht, wenn man da rauskommt, sondern man ist voller Blessuren. Man kommt auch vielleicht gar nicht raus, in dem Sinne, in dem man sich das wünscht. Und man ist insofern gelassener geworden, als dass man nicht mehr glaubt, man dürfte keine Affekte mehr erleben oder es dürfte einen nichts mehr stören oder man müsste der Welt irgendwas beweisen. Das ist nämlich nicht so. Und umgekehrt muss die Welt uns auch nichts beweisen. Das ist, glaube ich, einer der befreiendsten Sätze, die mir irgendwann mal eingefallen sind, als ich wahnsinnig gescheitert bin bei dem Versuch, einen Schmerz aufzulösen. Da habe ich sehr intensiv gekämpft und plötzlich stand ich vorm Spiegel, habe mir in die Augen geschaut und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Wem will ich eigentlich hier was beweisen? Und genau dieser Gedanke hat mich irgendwie befreit und dafür gesorgt, dass ich ein paar Tage wirklich mal Ruhe hatte, bis das Problem dann wiedergekommen ist.
Ich möchte diese Rückfallproblematik und das Wiederkehren, vielleicht auch das, was manchmal Wiederholungszwang genannt wird, was ich aber für ein anderes Phänomen halte, ich möchte das nicht kleinreden, definitiv nicht. Aber was ich ausdrücken möchte ist, es ist kein Problem zu scheitern auf diesem Weg. Es ist ein Teil des Wegs und es ist sogar etwas, was immer wieder ein zentrales Moment bedeutet. Im Versuch, die eigenen Wahrnehmungsschemata zu durchdringen und zu verstehen, wie dieses Bewusstsein aufgestellt ist, wie es beschaffen ist, warum es in diese und jene Richtung geht und was passiert, wenn ich etwas verändere. Denn darüber hat man tatsächlich Macht. Es gibt die Möglichkeit, das zu versuchen. Und es öffnen sich immer wieder wirklich ganz erstaunliche Blickwinkel. Die annehmen zu dürfen, ist tatsächlich Belohnung genug, denke ich. Aber wenn es hilft, eine Belohnung zu wollen, um dorthin zu gehen, warum nicht? Ich werde jetzt meinen Spaziergang fortsetzen und wünsche dir alles Gute und ganz viel Freude beim Stolpern. Mach's gut.